Wir haben viel Zeit in den Bergen von Peru verbracht und Wanderungen zu den schönsten Orten unserer bisherigen Reise gemacht. Mittlerweile sind wir wieder an der Küste und es sollten eigentlich entspannte Fahrtage vor uns liegen. Aber wie so oft kommt es anders als geplant. Wir sind Basti, Svenja und Peppa und ihr schaut Neuland Stories. Heute Morgen ist nicht ganz so schönes Wetter, deswegen suchen wir uns gerade einen kleinen, ruhigen Spot, wo wir ein bisschen was arbeiten können. Und hier in der Nähe war der kleine Küstenort Tortuga. Und nebenan ist eine kleine Bucht, wo man gut stehen soll. Und die Landschaft hier sieht irgendwie sehr absurd aus. So zwischen Mondlandschaft und Meer, oder was? Wir haben hier in einem richtig verschlafenen Fischerdörfchen einen Stellplatz gefunden, direkt am Wasser. Machen uns jetzt hier erstmal was zu essen und arbeiten ein bisschen was. Und wenn wir uns wohlfühlen, dann bleiben wir vielleicht auch noch eine Nacht hier, oder? Mhm. Mal gucken. Gar nicht so einfach, hier ein Plätzchen zu finden. Reste Essen von gestern und das zum Frühstück. Aber es ist einfach zu einfach, das von gestern aufzuwärmen und zu essen. Also warum nicht mal Curry zum Frühstück? 2 Uhr. Ja, aber wir haben noch nicht gefrühstückt. Na gut, es ist 2 Uhr und wir haben noch nicht gefrühstückt. So schnell ging irgendwie ein Tag bei uns vorbei. Einfach nur am Laptop Daten rüberziehen, Daten sortieren, E-Mails beantworten, Kommentare beantworten. Und jetzt, bevor die Sonne runtergeht, gehen wir noch mit Peppi eine kleine Runde hier am Strand spazieren. Ich bin richtig nervös, den ganzen Hunden hier.
wir sie mal zum Tierarzt. Ja? Das ist das erste Tierchen, wo ich nicht vorbeifahren konnte. Die sah so schwach und klein aus. Dann lassen wir sie mal untersuchen. Baby. Da kommt Salt oder Rocket, wie auch immer. Das klingt ja schon nach Familienmitglied. Nein. Mit ihr könnten wir ja gar nicht ausreißen. Und sie macht die Geräusche, weil sie Halsschmerzen hat und Grippe hat. Jetzt haben wir Medikamente für sie und eigentlich würde ich sie aber trotzdem gerne einmal waschen. Keine Ahnung. Und das ging jetzt warum nicht? Weil sie halt krank ist. Soll man sie nicht nass machen. Ja, dann würde ich es auch erstmal nicht machen. Hm. Papi ist nur so, müssen wir die behalten, Mom? Nee, wir können keine Katze hier im Meer aufnehmen. Nein. Aber was essen könnte man ihr geben? Soll ich das draußen machen? Haben sie dann gesagt, was du ihr geben kannst? Ja, sie haben mir was mitgegeben. Medikamente. Und morgen müssen wir nochmal zu einem Tierarzt, damit sie nochmal eine Impfung bekommt. Wahrscheinlich eher mit der Spritze. Hier trägt das viel zu groß, da kannst du ja gar nicht draus trinken. Guck mal. Jetzt getrunken. Drin bleiben. Ja. Bleib da drin. Du willst auch das Fressen haben. Auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass sie frisst. Oder? Ultra Hunger wahrscheinlich. Feine Maus, Pichu. Peppi guckt mich an. Ist das dein Ernst?
Erfolgreich gekackt. Ah, Hätten wir auch nicht gedacht, hä? ja. Die Pink-Tour ist auch aufgetragen. Den Tag heute haben wir uns anders vorgestellt. Vor allem Basti, glaube ich. Wir müssen nämlich noch ganz schön was arbeiten. Aber wir konnten nicht anders und dieses kleine Häufchen Elend, was da auf der Straße lag, mitnehmen. Wir haben es jetzt hoffentlich von Flöhen befreit und hoffen, dass es nicht hier irgendwo auf uns oder Peppi überträgt oder generell irgendwo die Flöhe jetzt sitzen. Und ja, fahren jetzt mal Richtung Lima, da kennen wir jemanden und hoffen, dass die uns ein bisschen weiterhelfen kann mit dem Vermitteln. Der Tierarzt war auf jeden Fall sehr nett. Er hat auch nur die Impfung berechnet. Und das Futter, was wir halt gekauft haben und so. Und die kleine Tasche. Sie ist zu Hause, ne? Ja. Let's go! An der Küste entlang hier von Peru ist es auf jeden Fall so krass trocken und so viel Wüste und so viel Dünen und so viel, was sind das? Berge mit Sand? Sand. Also es ist abnormal verrückt. Es ist teilweise wie aus einer anderen Welt. Am liebsten würden wir die Kamera nach jeder Kurve wieder anschmeißen und euch zeigen, weil es ist, Abgefahren. sieht nach jeder Kurve nochmal anders krass aus. Das ist unglaublich. Also hauptsächlich ist hier halt auch fast gar keine Zivilisation. Man kommt immer mal wieder durch so einen kleinen Ort durch. Und wir fahren jetzt tatsächlich auf dem Pan American Highway, also auf der Panamericana. Sind dann immer mal wieder so vereinzelt wie so kleine Raststopps, ne? Ja. Aber es sieht so krass aus. Abgefahren. Wir sind in Lima und haben die kleine Rocket bei uns. Die hat uns heute Morgen schon früh geweckt und wir sind jetzt hier, ja Gott sei Dank, direkt an einem Park und wir lassen sie dann immer kurz raus. Meistens friert sie aber einfach nur und will schnell wieder zurück ins Warme. Aber wir hoffen natürlich, dass sie zumindest vielleicht eins ihrer Geschäfte verrichtet und das nicht in ihrer Box macht. Aber es ist schon doch kalt hier und wir wollen sie natürlich nicht frieren lassen, deswegen nehmen wir sie wahrscheinlich gleich wieder mit rein.
Hin. Und tschüss. Wir wollen natürlich nicht, dass Peppi sich vernachlässigt fühlt. Basti war auch heute Morgen schon eine große Runde mit ihr draußen. Und jetzt gab es nochmal eine schöne große Portion Ei aufs Futter. Und die beiden schmatzen hier fröhlich vor sich hin. Wir sind auch gestärkt und mit Kaffee und Chai versorgt, weil wir haben jetzt gleich mit unserer Patreon-Community einen Community-Call. Das machen wir immer alle paar Wochen, dieses Mal eher Monate, weil so viel los war bei uns mit dem Van und Hundattacke und so. Aber wir freuen uns jetzt richtig auf den Call und das ist jedes Mal auch richtig entspannt. Wenn ihr Interesse habt, auch unserer Patreon-Community beizutreten. Wir machen da nicht nur Calls, sondern posten da regelmäßige Blog-Einträge, was gerade so aktuell bei uns los ist. Und ja, ihr könnt uns ein bisschen unterstützen. Verlinkt hier irgendwo in der Ecke, ne? Welche Seite? Da. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeiguckt. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch eingewählt habt. Hallo! Cool, das macht immer wieder mega Spaß. Also, an eurer Stelle würde ich der Community beitreten. Es sind richtig coole Gespräche, tolle Leute, die man da kennenlernt. Und es macht mega Spaß, mit euch allen zu quatschen. Und jetzt bringen wir Rocket zum Adoption Day. Hoffentlich findet sie ihn zu Hause. Wir haben alles zusammengepackt und jetzt geht es mit Hund und Katze Richtung Adoption Day, heißt das. Und zwar haben wir heute Morgen bei Spazierengehen hier im Park mit dem Kätzchen von einer Anwohnerin hier erfahren, dass ein, ja, wie so ein Pet Shop, wie so ein Haustiermarkt, so ein Adoption Day veranstaltet und wir da mal vorbeigucken sollen, ob wir nicht ein Zuhause für Rocket finden. Guck, wer wieder da ist. Wir haben sie wiedergefunden. Willst du Super das probieren? Con su cartilla. Para darle en si le damos en adopción con su cartilla. Ya. La posibilidad. No hay problema. Mira, dejas. Veterinario dicen es como Hast du Ya. La garganta. Está con tos. ¿Por qué no lo Was war das mit dem Husten? Ja, Contra la tos. Tenía tos y fiebre. Y esto, no sé cómo lo grabas. Gracias. bei Rocket. Muchas gracias. Gracias. Ciao, Rocket. Jetzt hatte ich nicht so ein ganz gutes Gefühl, sie hier abzugeben, aber sie hat ja schon ein ziemlich cooles Haus bekommen. Ich glaube, da geht's ganz gut hier. Bei uns hätte sie es auch gut. Nein. War schwerer als gedacht. Wächst dann ja ganz schön schnell ans Herz, so ein kleiner Zwerg. Wir drücken uns auch schon die ganze Zeit vom Gehen. Ja, eigentlich waren wir schon gegangen. Gehen wir hier rum.
Ach, wir können ja noch mal gucken. So, los, wir gehen jetzt. Wird nicht leichter. Soll ich nochmal gucken? Nee. Das ist ein anderer. Der guckt aber, findet es aber okay anscheinend. Also wir lagen gerade kurz, haben eine kurze Pause gemacht und lagen im Bett. Und auf einmal hatten wir so circa 15 Polizisten um unseren Van herum. Das haben wir so ein bisschen noch durch unsere Matten in den Fensterscheiben gesehen. Drei voll montierte Polizeiautos sind vorbeigekommen. Bin dann mal ausgestiegen und habe freundlich gefragt, ob denen unser Auto so gut gefällt. Aber wir mussten leider umparken, aber die waren super freundlich, alles gut. Es waren aber nur einfach extrem viele. Und wir sind jetzt aber auch nur, sie meinten 200 Meter sollen wir einfach weiterfahren. Also es war wohl so, ja, eine Nacht ist okay, da wo wir standen. Wir standen halt gestern schon da und man soll halt nicht zu lange an einem Ort hier stehen, kann aber ein bisschen weiterfahren und dann dürfen wir jetzt hier stehen. Eigentlich super nett, haben alle gelacht, waren alle freundlich. Und morgen fahren wir einfach wieder 200 Meter weiter. Morgen fahren wir ein bisschen weiter. Ja, und dann, was wir sehen jetzt. Die 2-3 Tage, die wir jetzt unterwegs waren, sollten eigentlich eher entspannte Fahrtage werden. Dafür wurden sie jetzt doch ganz schön ereignisreich mit Rocket. Ja, wir hoffen, wir haben das Richtige gemacht und haben sie bei einer guten und sicheren Organisation abgegeben. Aber eigentlich haben wir ein ganz gutes Gefühl. Wir sind mit der Frau auch schon in Kontakt und sie will uns regelmäßig Updates schicken und natürlich auch ganz viele Fotos. Und auch wenn sie final ein Zuhause gefunden hat, werden wir natürlich auch benachrichtigt. Und dann werden wir das hier natürlich auch mit euch teilen. Wir sind immer noch mitten in der Stadt, verdauen gerade den Polizeibesuch und machen uns jetzt gerade noch einen richtig leckeren Nachtisch. Und zwar einen Apple Crumble. Wir haben nämlich Äpfel geschenkt bekommen und die wollen wir nicht wegwerfen. Und deswegen dachte ich, warum nicht einfach einen Apple Crumble und dann machen wir uns noch einen gemütlichen Abend. Wenn euch der kleine Einblick in unseren Alltag gefallen hat, dann liked das Video fleißig, das würde uns sehr freuen. Emoji der Woche ist natürlich ein kleines Kätzchen diese Woche und ja, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert natürlich unseren Kanal und verpasst ihr das Update zu Rocket auch nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei wart diese Woche aus Peru und es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Danke. Ende.